Ja, also mein Nickname oder mein Szenenamen ist sozusagen Kenshade. Da gibt es immer die Frage, wie spricht man das jetzt genau aus, weil es mit Y geschrieben ist. Meine Antwort dazu ist immer ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es ist ein reiner Fantasiename. Man kann es so aussprechen, wie man es halt sich gerade fühlt. Also deshalb ist es auch immer ein Unterschied, ob es eben Kenshade oder Kenjade ausgesprochen wird. Mir gefallen beide Versionen gleich gut. Was gibt es über mich zu sagen? Ich glaube, ich bin durchaus eine Person, die gelernt hat, mit beiden Beinen im Leben zu stehen, die nicht immer alles auf die leichte Schulter nimmt, weil es vielleicht nicht immer auch alles einfach gewesen ist. Und ich bin schon sehr ein Gefühlsmensch auch, die viel von den Gefühlen über die rationale Seite her bekommt und erfahren kann. Also rein technisch gesehen bedeutet Shibari ja eigentlich nur binden, soweit ich das weiß, wenn man es jetzt wirklich übersetzen würde. Und das bedeutet für mich auch, dass eine Melone schön gebunden werden kann oder ein Geschenk schön gebunden werden kann auch. Aber Shibari jetzt in unserem Kontext, in meinem Kontext, ist eine Person festzuhalten, festzubinden, meinem Partner eben das Gefühl meinem Partner das Gefühl zu geben, in den Seilen gehalten zu werden und geliebt zu werden. Und natürlich auch eben ein bisschen das Gefühl von, ich binde dich jetzt an mich fest. Shibari, würde ich sagen, ist sehr vielschichtig und kann sehr unterschiedlich sein. Ich persönlich sage, dass es auch vergleichbar ist mit Tanzen. Man kann eben sehr powervoll, sehr emotional tanzen. Man kann aber auch sehr akrobatisch tanzen und für mich ist das auch mit den Seilen möglich. Also es tun immer zwei Menschen. Auch natürlich, wenn es für mich Self-Bondage gibt, aber im Grunde ist es schon für mich für zwei Menschen gedacht, die eine schöne Zeit haben wollen mit dem Kommunikationsmittel Seil, die einander verstehen wollen und miteinander sprechen wollen mit den Seilen. Und dazu gehört das Erlernen von einiger Technik, sowohl für den aktiven als auch für den passiven Part für mich. Und sich das darauf einlassen. Und für mich ist es auch, ich erkläre auch immer dazu, dass es schon eine sehr erotische Form des Zusammenseins ist. Also auch wenn es jetzt nicht direkt eine Penetration vielleicht ist, eine Penetrationsform von Sex, aber für mich ist Shibari Sex. Shibari ist meine Leidenschaft, im sowohl positiven als auch im negativen Sinne. Manchmal ist es ein Hobby, das durchaus Leidenschaft, auch weil es manchmal Sorgen bereitet, weil es ein sehr, sehr großer Bereich in meinem Leben ist. Wenn man das jetzt prozentuell sehen möchte, möchte ich schon sagen, es macht sicher 50-70% meines Lebensinhaltes aus. Das bedeutet, ja, Shibari ist mir sehr wichtig. Auch die Interaktion mit meinem Partner über das Seil ist mir sehr persönlich sehr wichtig. Möchte ich nicht mehr missen in meinem Leben. Und auch das Unterrichten
da ich ja mit meinem Partner oft herumfahre und unterrichte und wir auch hier in Wien sehr viel unterrichten. Da gibt mir vor allem das Gefühl eben, wenn ein Paar zu uns kommt und Unterricht nimmt, wie man beobachten kann, wie sie einen Weg zueinander finden wieder. Das ist eigentlich das Schönste für mich, auch zu sehen, wie viel Shibari zwei Menschen bringen kann, miteinander auszukommen. Und das ist eine ganz andere Form, den Partner kennen und spüren zu lernen. Ich bin auch sehr ein körperlicher Mensch. Das hat mich auch lange gebraucht, bis ich mir das selbst einstehen konnte. Und ich möchte auch meinen Partner körperlich spüren und verstehen auch. Mal abgesehen davon jetzt von dem schönen Leiden, das wir in den Seilen tun, dass es eben teilweise halt auch einfach schmerzvoll ist, wo es aber eine sehr erotische Form von Schmerz sein kann. Also das ist das schöne Leiden, das erotische Leiden, das sexuelle Leiden. Aber das andere Leiden, das ich eben auch gemeint habe, ist, ja, man lernt seinen Partner kennen. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass man die Schichten, die man da abschält von seinem Partner, vielleicht gar nicht sehen wollte oder der andere vor allem nicht wollte, dass es gesehen wird. Und das kann dann in der Partnerschaft schon auch zu einem Tiefgang kommen, der eine Krise auslösen könnte. Weil man eben das Gegenüber wirklich sehr tief ins Herzen schaut. Also für mich persönlich erotisch schön macht der Schmerz eben die Emotion, die mein Partner sehen möchte, von dem ich einfach weiß, okay, wenn ich ihm jetzt da diesen Anblick meines Leidens beschere, dass er davon plump gesagt geil wird. Und geil sein ist ja eigentlich was sehr Schönes. Also für mich. Und ich bin das ja auch gerne. Und ich mag das auch, wenn mein Partner mich attraktiv findet, wenn er mich begehrt, wenn ich begehrenswert bin. Und auch wissenschaftlich gesehen ist ja auch tatsächlich das Sexualzentrum ganz nah am Schmerzzentrum. Und ja, ich mag einfach gerne an meine körperliche Grenze gehen und das finde ich ist ein schönes körperliches Gefühl, ohne dass es gefährlich wird, aber körperlich gesehen jetzt, physisch. Diesbezüglich finde ich, ist es ein sehr schwieriges Thema, da mein Fesselpartner und ich auch noch in einem DS-Verhältnis sind, in einem selbst ausgesuchten Freiwilligen. Und von dem her lasse ich mich auch beim Fesseln auf das sehr schön ein, können wir dieses Dominanz- und Submissivitätsverhältnis sehr schön in den Seilen auch ausleben. Ich mag es, wenn mein Partner klare Signale gibt, ohne allerdings mit Gewalt zu arbeiten. Also alles, was dann mit Gewalt und mit gewalttätiger Unterdrückung passiert, macht mich eher aggressiv. Und da finde ich es sehr schön, dass eben mein Partner es schafft, seine Führung anzubieten und ich freiwillig ihm die Hand entgegenstrecken kann und sagen, ja, ich füge mich dem und ich lasse mich führen und ich finde es schön, geführt zu werden in dieser Zeit. Spaß zu haben. Dass es einfach eine schöne Zeit ist, dass wir
abschalten können von Alltag, dass wir unsere kleine Zweisamkeitsblase schaffen und die Welt aussperren. Dass wir uns wirklich diese Zeit nehmen, ganz bewusst für uns und dass wir eine gute Zeit haben miteinander. Wenn ich Shibari labeln müsste, ist für mich Shibari alles. Also es kann Kunst sein, wenn ich als Kunst es darstelle. Es kann Porno sein, wenn ich es als Porno darstelle. Es kann aber auch eine sehr artistische Sache sein, wenn ich es in diese Richtung treibe. Also das ist das Schöne für mich an Shibari. Ich kann es wirklich betreiben, wie ich es möchte. Natürlich Hängefesselungen zum Beispiel sind oft sehr schön anzusehen, erfordern aber auch sehr viel Körpergefühl, sehr viel technisches Wissen vom Aktiven und allerdings auch sehr viele oder meistens eine sehr gute körperliche Fitness vom Passiven, wobei ich auch sagen möchte, dass wir es wirklich hinkriegen, so gut wie jede Person aufzuhängen, die in den Seilen fliegen möchte. Ich glaube nicht, dass da eine große Einschränkung besteht bei Menschen. Einen Weg gibt es immer. Also für mich ist Shibari das, was man aus der Situation heraus gerade damit machen möchte. Es ist was ganz was anderes, wenn ich privat mit meinem Partner im Bett liege und wir eine Session haben, die 100%ig dann hinterher in dem sexuellen Akt endet, als wenn ich jetzt mit ihm auf der Bühne bin und wir dann eben Personen damit unterhalten möchten und zeigen möchten, was wir alles können, ja. Performance ist im Osada Ryo vor allem ein großes Thema. Es gibt ja unterschiedliche Fesselstile. Also ich bin vor allem ein Kind des Osada Ryos. Da ist es ja ein ganz großer Eckpfeiler dessen, was diese Art der Fesselungen ausmacht, wo man sich eben vorstellt, dass es immer jemanden gibt, der dem Schauspiel jetzt zusieht. Ich persönlich finde, dass es ein sehr wichtiger Punkt ist, um sich vorzustellen, dass jemand zusieht. Für beide Parte, für den aktiven Part eben, weil er dadurch fokussieren kann, sein Model in eine Richtung zu präsentieren. Das macht es auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen schwieriger, aber wenn man die Materie tiefer versteht, einfacher, wenn man in eine Richtung arbeitet. Und auch für das Modell, also für das Bunny, ist das ein anderes Mindset, wenn man sich da jetzt vorstellt, dass da jemand Fremdes zugucken könnte. Das geht auch in Richtung ein bisschen vom Schamgefühl, womit die japanische Fesselung ja sehr massiv spielt. Mich motiviert vor allem, auch wenn das vielleicht komisch klingt, aber dass ich mich in den Seilen frei fühle. Das ist meine Form von Freiheit. Mich motiviert auch das Gehaltenwerden, das Ausloten von geistigen Grenzen, aber auch physischen Grenzen, auch im Sinne von, wo ist mein Raum zu Ende, wie wird mein Raum mit den Seilen beschnitten. Und
auch zum Teil das Meditative, wo ich mit meinem Kopf und mit meinen Gedanken im Hier und Jetzt ankommen kann. Das gibt mir schon sehr viel Kraft und Ruhe für meinen Alltag, für mich persönlich jetzt. Und die zweite ganz wichtige Motivation ist die Gemeinsamkeit mit meinem Partner. Also da tatsächlich die Zeit, die dann nur uns ganz alleine gehört, egal wo man ist oder egal wie der Tag gewesen ist. Das ist meine Quality Time mit meinem Partner. Als ich angefangen habe zu fesseln, war es natürlich noch neu und aufregend, experimentell. Man kennt, also ich habe damals auch meinen Partner noch recht neu kennengelernt. Wir haben gemeinsam den Weg beschritten. Wir haben gemeinsam begonnen zu lernen. Mittlerweile mache ich es seit vielen, vielen Jahren täglich. Es ist Teil meines Alltags geworden. Damit bekommt man auch eine ganz andere Sicherheit. Und war es anfangs vielleicht ein großes Strohfeuer, das ich angezündet habe, ist es jetzt eine warme, glimmende Glut, die mich immer von innen heraus wärmt und die die mich begleitet. Nein, also ich habe keine missionarische Tätigkeit im Sinne, ich freue mich, wenn Leute kommen, wenn die Leute es lernen möchten, dann freue ich mich darüber, wenn Interesse daran besteht. Ich unterrichte gerne, ich gebe gerne Auskunft, aber ich habe kein Ziel, es in die Welt hinauszutragen. Das ist ganz unterschiedlich. Ich empfinde manchmal Stolz, manchmal Scham, manchmal Freiheit, manchmal Schmerz, weil manche Fesselungen eben genauso wie Aerial Hoop oder Aerial Silk einfach schmerzhaft sind. Oder wenn man laufen geht, bekommt man auch mal Muskelkater davon. Ja, ich empfinde ein sehr breites Spektrum an Gefühlen. Das kann eben bis hin zu Wut gehen und vor allem habe ich das Gefühl, Gefühle von meinem Partner fühlen zu können. Das heißt, wenn er einen scheiß Tag hatte und heute wütend ist, dann bringt er das mit in die Fesselungen und dann fühle ich seine Wut und das ist dann zum Beispiel sehr negativ. Aber wenn er fühlt, dass er mich liebt und dass er mich behüten und beschützen will, dann fühle ich mich auch behütet und beschützt in dem Moment. Was zwischen meinem Fesselpartner und mir passiert, sind ganz unterschiedliche Dinge. Mal ist es tatsächlich wie eine Sportübung, wie eine Yogaübung, weil wir was Neues ausprobieren. Dann ist es lustig und eine Sportsache und eine Challenge-Sache. Mal ist es auch eine sehr intime Sache, die ich spüre. Selten finden tatsächlich währenddessen Worte statt. Manchmal sprechen wir hinterher darüber, was stattgefunden hat, aber ich würde sagen, zwischen meinem Partner und mir passiert Austausch, Körpersprachenaustausch. Dass er mich führt und behütet, während er führt, dass er dominant ist und weiß, was er will.
das auf mich achtet und meine Grenzen respektiert, wenn ich sie ihm aufzeige. Und dass er genauso wie ich die Einstellung hat, dass es darum geht, dass wir eine schöne Zeit jetzt haben. Ich glaube, er erwartet, dass ich ihn respektiere und dass ich auch eben ihn annehme, dass wir jetzt eine gemeinsame schöne Zeit haben wollen. Und ich denke, er darf genauso erwarten, dass ich mit meinem Kopf bei der Sache bin und bei ihm bin und ihm zuhöre, wie umgekehrt ich das erwarten möchte oder erwarte. Da mein Fesselpartner und ich keine Alltagspartner sind, würde ich auch sagen, dass es eben eine sexuelle Beziehung ist. Ich finde es in den Seilen sehr harmonisch, sehr im Einklang. Ich finde es auch deswegen im Alltag sehr im Einklang. Und ich würde beschreiben, dass meine Beziehung zu meinem Fesselpartner und zu meinem Partner sehr schön ist. Diesbezüglich muss ich aus meiner Erfahrung sagen, es gibt kein Beziehungskonstrukt, das es nicht gibt. Also ich kenne alles von rein monogamen Mann-Fessel-Frau-Verhältnis, also sehr klischeehaften Beziehungen, bis hin zu Fesselroulette, wo man tatsächlich mit unterschiedlichen Partnern roulettemäßig nach dem Ine-Ane-U-Prinzip aussucht, ist mir alles an Konstellationen bekannt. Und auch kann alles funktionieren, kann aber auch alles von diesen Konstellationen schiefgehen. Das Wichtigste für mich ist immer, dass ich den Menschen sage, überleg dir gut, wenn du dich von der Person fesseln lässt, ob du mit dieser Person auch noch zu tun haben möchtest, wenn etwas schief geht. Möchtest du, dass diese Person sich um dich kümmert, wenn sie dich über deine Grenze hinausgegangen ist, absichtlich oder unabsichtlich? Kannst du dir das vorstellen? Und dann musst du entscheiden, ist die Antwort ja, dann finde ich, ist alles gut. Ist die Antwort nein, würde ich mich persönlich von dieser Person nicht fesseln lassen. Beim Fesseln ist mir passiv, ehrlich gesagt, noch nie etwas passiert, weil ich mir eben meinen Partner sehr gut aussuche, mit dem ich fessle. Und ich deshalb auch nicht das Gefühl habe, dass mir schon mal jemals was passiert ist. Natürlich ist auch schon mal passiert, dass meine Zeichen falsch gedeutet wurden, aber durch das Auswahlkriterien, dass ich danach mit dieser Person noch immer das Gefühl hatte, ein gutes Verhältnis haben zu können und auch habe ich nicht das Gefühl, dass mir schon jemals was Schlimmes passiert ist. Das Problem ist, dass ich kein leichtsinniger Mensch bin und immer mit doppeltem und dreifachen Sicherheitsboden arbeite, sowohl physisch als auch emotional. Vielleicht liegt es auch daran, wer sich freiwillig mit einem kleinen Boot das Wildwasser runterschmeißt, muss sich in den Fesselungen nicht mehr ausprobieren. Ich möchte es auch meinem Partner nicht antun, leichtsinnig zu sein. Ich denke nämlich, dass sowohl aktive Personen als auch passive Personen für das Gegenüber immer 100%ig Verantwortung tragen.
Und ich möchte meinem aktiven Person das nicht antun, dass ich leichtfertig in zum Beispiel eine Fallhand laufe und er dann ein schlechtes Gefühl hat, weil ich auf mich nicht geachtet habe. Und ich denke, das Leichtsinnigste, was ich mal gemacht habe, war wahrscheinlich für ein Fotoshooting eine Fesselung zu lang auszuhalten, als notwendig gewesen wäre. Ich bin, was SM betrifft, einfach ein großer Switcher, also ich switche gern und viel, habe aber nur mit sehr wenigen Personen ein sehr intimes Verhältnis, deshalb vielleicht sieht man das auch nicht so sehr. Und natürlich hat sich's ausgewirkt, sowohl auf die aktive als auch auf die passive Seite. Auf der passiven Seite, ich habe erst 2 oder 3 Jahre, nachdem ich mich fesseln ließ, angefangen aktiv zu fesseln. Und das hat sich am Anfang so ausgewirkt, dass ich am Anfang nicht mehr wirklich den Kopf abschalten konnte mit meinem Partner und immer überlegt habe, welche Technik macht er jetzt? Geht er jetzt mit dem Seil richtig rum? Ist das jetzt falsch? Welcher DK ist es jetzt? Welche Fesselung? Macht er wohl alles richtig zu? Das konnte ich aber mit der Zeit dann wieder abstellen und mich wirklich dann auf die Rolle, die ich gerade ausübe, fokussieren. Ich glaube, als Aktive hat mir die passive Seite sehr weitergeholfen, da ich tatsächlich viele Techniken bereits schon 100-mal gespürt, gehört, gesehen habe und sie deshalb auch sehr schnell umsetzen kann. Ich weiß auch, ich traue mir auch zu wissen, wie welche Fesselung wirkt, da ich es am eigenen Leib kenne. Und mir wird auch immer wieder Rückmeldung gegeben, dass ich und auch andere Leute, die zuerst passiv waren und dann aktiv angefangen haben, haben oft einen besseren Spürsinn von dem, was der Partner gerade braucht. Vielleicht, weil das ihm daher kommt, dass sie wissen, wie es sich selbst anfühlt.